Oh Mann, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals nochmal einen deutschen Kunstvlog mache. Ne? So viel zum Thema, ich mache nie wieder welche. Hat ja lang gehalten. Hallo, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Hortblatt, aka Laura, und ich hoffe, euch geht's allen soweit gut. Wenn ihr hier neu auf dem Kanal seid, dann hi, hallo. Normalerweise mache ich Videos in Englisch über Kunst, dies und das und eigentlich grundsätzlich Dinge, auf die ich einfach Bock habe. Das heutige Video zählt eher zu letzterem. Heute möchte ich von der Praktikumswoche in der Design- und Kunstakademie in Reutlingen erzählen und wie dieses Praktikum meine Entscheidung für oder gegen ein Kunststudium eben beeinflusst hat. Und ich weiß, dass viele kreative Leute mit derselben Frage sich lange beschäftigen. Und ich dachte einfach, ich teile mal meine Gedanken und meine Erfahrungen eben genau zu dem Thema. Und wer weiß, vielleicht hilft es ja irgendwem da draußen, einen Anstoß zu finden, ja, sich mit der Frage nochmal intensiver auseinanderzusetzen, um dann für sich selbst die beste Entscheidung zu treffen. Die mich schon länger verfolgen, die wissen, dass ich mich eigentlich bisher immer gegen eine professionelle Karriere im Kunst- und Designsektor gewehrt habe. Ich denke, ich spreche da vielen aus dem Herzen, dass ich persönlich immer so ein bisschen die Angst hatte, dass wenn ich mein Hobby zum Beruf mache, dass ich dann den Spaß verliere, weil es dann halt so einen gewissen Zwang hat und halt einfach, ja, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und ich weiß, dass es vielen anderen genauso geht, dass man sich halt einfach das Hobby nicht kaputt machen möchte, die Passion oder halt eben der Lebensinhalt. Eigentlich habe ich ja einen biochemischen Hintergrund und bis vor einem Jahr hatte ich eigentlich auch die Ambition, den weiterhin zu verfolgen. Aber ja, wie das Leben halt so ist, gab es dann einige Ereignisse hintereinander, die mich dann dazu gebracht haben, mich schon gedanklich ein bisschen umzuorientieren. Und dann habe ich im September dann eben den Entschluss gefasst, ja, fuck it, ich will was Kreatives machen. Ich habe mir dann über die Zeit so ein bisschen 3 Studiengänge rausgepickt, die mich am meisten interessiert haben. Und während meiner Studienrecherche ist dann ein sehr guter Freund von mir auf die Angebote von der Design- und Kunstakademie in Reutlingen aufmerksam geworden. Und ja, dann ist alles eben so passiert, wie es passiert ist. Die Descartes in Reutlingen ist eine Kunstakademie von der Volkshochschule in Reutlingen und bietet allgemein sehr viele Kurse eben zum Thema Kunst, Kreativität, Weiterentwicklung und eben ganz besonders die Studienvorbereitung und Studienberatung an und ist da auch, so viel ich weiß, sehr bekannt. Also die machen wirklich Studienberatungen für deutschlandweit und sogar auch teilweise EU-weit. Die werben auch explizit mit der Vorbereitung auf Kunstfachhochschulen und Universitäten und bieten auch ein anerkanntes Grundlagenstudium an, mit Mappenberatung, alles was so mit der professionellen Studienberatung im Feld der Kunst eben zu tun hat. Und ja, auf jeden Fall bin ich über das Angebot der Praktikumswoche dort gestoßen, in der man eben den Einblick in den Studienalltag dort vor Ort bekommt und eben auch in verschiedene kreative Berufe schnuppern kann. Ich hatte dann in der Woche verschiedene Kurse von Fotografie und Kommunikationsdesign. Dann war ich eben in diesem Grundlagenstudium noch mit drin, war in einer Malklasse und habe noch in Produktdesign reinschnuppern dürfen. Also durfte dann auch 3D-Modelle machen und die dann mit dem 3D-Drucker drucken, was auch extrem spannend war, aber dazu komme ich gleich. Ich würde es tatsächlich so machen, dass ich einfach euch ein bisschen die Werke zeige, die ich eben in dieser Woche erstellen durfte und erzähle dann einfach mal, ja, was mich bewegt hat, was mir sehr positiv aufgefallen ist
Und ja, wie ich dann eben zu meiner finalen Entscheidung gekommen bin. Genau, also ich habe ja schon gesagt, dass ich in das Grundlagenstudium mit reinschnuppern durfte. Und da bekommt man eigentlich so diese Basics, einfach ein Grundlagenstudium, dass du so auf dem neuesten Stand bist, dass du auch Sachen für deine Mappe hast, die eben für die Hochschule, bei der du dich bewerben möchtest, eben angepasst sind. Die Leute da in Reutlingen, die sind da auch sehr aktuell und sehr, einfach up-to-date, was halt eben die Hochschulen verlangen, geben da einem auch sehr viel Infomaterialien mit. Also ich habe einen ganzen Ordner voller Infomaterialien bekommen zu eben verschiedenen Hochschulen und eben Basics. Also das habe ich zum Beispiel auch das Muster für einen goldenen Schnitt bekommen. Also wenn man da als Praktikant irgendwas macht, du bekommst sehr viel Infomaterialien. Eben nicht nur zu den Berufen, die du machen möchtest, sondern auch einfach für deine eigene künstlerische Entwicklung. Also selbst wenn du später dort nichts machst oder sonst auch dich gegen ein Studium entscheidest, man profitiert auf jeden Fall von diesem Praktikum extrem. Also ich bin auch super happy, dass ich so viele Infomaterialien bekomme. Ich habe da auch irgendwo einen Zettel drin zu was Karlsruhe in den Mappen genau sehen möchte. Also wenn ihr da eine Hochschule habt, für die ihr euch interessiert und das auch dort sagt, dann bekommt ihr direkt eine Beratung für diese Hochschule oder für dieses Studienfach speziell. Also auf jeden Fall top. Genau, also ich war ja in dem Grundlagenstudium und war dann in dem Kurs vom Akt- und Figurzeichnen drin und ich bin ja grundlegend mega Fan vom Aktzeichnen. Ich mag das total. Ich weiß, dass viele da so ein bisschen gespalten sind, weil einfach so Nacktheit für manche einfach ein Problem ist auch vollkommen okay, aber ich mag das einfach total gerne und bevor ich euch die Bilder zeige, die ich dort angefertigt habe, ich habe das mit dem Model, was dort war, abgesprochen, ich darf die Bilder zeigen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür und genau, also wir haben einen längeren Aktzeichenkurs gehabt, der ging glaube ich auch 4-5 Stunden, also von 14 Uhr bis ich glaube 18:30, also schon knackig. Und da haben wir eben angefangen mit zuerst eben Porträtskizzen. Die Aufgabe war schon, dass wir am Ende fertige Bilder haben, aber die trotzdem auch so skizzenhaft sein durften. Und da habe ich eben in der ersten Instanz einmal hier dieses Bild von dem Model erstellt. Das schöne Porträtbild. Ich hoffe, man sieht es gut und es spiegelt nicht. Ihr kennt Bleistift. Und ja, ich bin auch super happy mit, wie es halt rausgekommen ist. Aber ja, darum soll es jetzt erstmal gar nicht gehen. Was mir auf jeden Fall schon in meinem ersten Kurs wirklich aufgefallen ist, es sind einfach die Menschen. Es sind einfach kreative Menschen, die kreativ sein wollen, und wenn du selber ein kreativer Mensch bist, der kreativ sein will, dann findest du da natürlich gleichgesinnte Leute, mit denen du dich gut verstehst, und ich wurde auch sofort ziemlich herzlich aufgenommen und habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Also dahingehend, es war eine unfassbar schöne Atmosphäre, auch unter Gleichgesinnten zu sein, und ja, genau. Dann habe ich auch noch diese kleine Skizze hier erstellt von ihren Stiefeln. Und einfach zu merken, dass man halt einfach willkommen ist und mit Gleichgesinnten zu arbeiten, macht halt einfach unfassbar Spaß. Und ich glaube, wenn du einen entsprechenden Studiengang findest, dann wirst du auf jeden Fall dieses Gefühl haben. Was natürlich auch ich in der Woche schon extrem gemerkt habe, ist einfach die Qualität von dem Feedback, was man bekommt. Man bekommt halt einfach auf dich zugeschnittenes Feedback, und das kann dir kein Tutorial aus dem Internet oder kein Buch aktiv vermitteln, weil du bekommst halt personalisiertes Feedback auf deine Kunst und darauf, wie du deine Kunst halt weiterentwickeln möchtest. Und obwohl ich da nur eine Woche war, konnte ich meine Kunst auch schon, oder konnte ich sehr viele technische Aspekte für meine Kunst mitnehmen. Und das ist natürlich, das wird man im Studium halt auch 100% haben. Die achten auf dich oder die achten auf das, was du produzierst.
und werden dir auf das, was du produzierst, entsprechendes Feedback geben. Also es ist halt alles natürlich sehr personalisiert und dementsprechend auch ja, sehr weiterbringend. In der zweiten Instanz von dem Aktzeichnen haben wir dann ja, größer gearbeitet, beziehungsweise ich habe größer gearbeitet, weil ich ein bisschen Anschiss gekriegt habe, dass ich auf Kleinformat arbeite, was ich auch verstehen kann. Wenn ihr mich kennt, ihr wisst, ich liebe es, Miniaturzeichnungen zu machen, Miniaturbilder. Ich habe hier gerade mal, also ich arbeite sehr gerne sehr klein und dafür wurde ich da in dem Kurs ein bisschen gerügt. Ich habe dann auch Papier gestellt bekommen, weil ich auch keine größeren Blöcke mitgenommen habe, wie das, was ihr gerade gesehen habt. Und habe dann auch Papier gestellt bekommen, also alles kein Problem. Und in der zweiten Instanz von Aktzeichen habe ich auf jeden Fall einmal dieses Bild erstellen können, das mir auch sehr, sehr gut gefällt. Aber das zweite, was ich gemacht habe, gefällt mir tatsächlich noch besser. Also da bin ich echt super happy mit. Und ich zeichne einfach extrem schnell. Das ist bei mir einfach so. Ich habe mit Bleistift habe ich angefangen. Dementsprechend bin ich da schon technisch ziemlich versiert, würde ich sagen. Deshalb konnte ich in der Zeit, die wir hatten, 2 Bilder erstellen. Das war eben einmal das hier und einmal dieses hier. Und dieses hier gefällt mir auch einfach. Ich mag einfach die Proportion. Ich mag das, dass ich hier das mit dem Bein so ein bisschen auslaufen habe lassen. Und ja, mir gefällt es einfach extrem. Ach, ich bin einfach happy damit. Genau, während ich auch in dem Grundlagenstudiumskurs war, habe ich auch sehr viele Fragen eben zum Studium beantwortet bekommen. Darauf werde ich allerdings ein bisschen später eingehen. Aber ja, man sucht auch, wenn man da anfängt, sucht man auch tatsächlich das Gespräch mit einem und bekommt halt einfach auch tatsächlich Zugang zu den Beispielmappen, die dort in der Bibliothek liegen, dass man einfach auch mal gucken kann, so wie sind diese Mappen aufgebaut, was brauchst du eventuell für deinen Studiengang, was wird da gefordert. Also man bekommt Zugang, wenn man dort ist, zu den Bibliotheken und eben zu der Mappensammlung, was ich unfassbar gut fand. Da habe ich dann immer in meinen Pausen rumgestöbert und geguckt, so was wird denn erwartet, wie hoch ist mein eigenes Zeichenniveau, kann ich denn mithalten oder sieht es eher schlecht aus, und habe da einfach einen gesamten Überblick bekommen über was erwartet wird und ja, es hat mir auch extrem gut gefallen und ich denke, es würde vielen weiterhelfen, da tatsächlich einen aktiven Einblick zu bekommen. Ja, das Grundlagenstudium oder das Reinschnuppern in das Grundlagenstudium hat mir, glaube ich, auch in der Woche tatsächlich am besten gefallen. Einfach weil es so eine extrem gute Mischung zwischen künstlerischer und persönlicher Entwicklung ist. Und ich denke, das wird man allgemein in einem Kunststudium auch haben, was es natürlich sehr spannend macht. Natürlich hast du die persönliche Entwicklung überall so ein bisschen, aber ich finde, wenn es halt irgendwie an was Künstlerisches gekoppelt ist, was halt auch einfach teilweise sehr eng mit der eigenen Persönlichkeit verbunden ist, wirst du auch zwangsläufig eine starke persönliche Entwicklung machen. Aber wir haben in diesem Grundlagenstudiumskurs nicht nur Akt gezeichnet und 2 Bilder gemacht, sondern ich habe mein Praktikum in einer Woche gemacht, wo das grundlegende Thema auch Struktur und Textur war. Das war dann in den 2 kommenden Tagen, wo ich in diesem Kurs war, eben das Hauptthema. Und da war ich am Anfang ein bisschen frustriert, weil ich eigentlich ja sehr gegenständlich zeichne und male und halt nicht so der Fan von abstrakter Kunst bin. Das hat sich in der Woche tatsächlich auch geändert. Ja, ich habe auf jeden Fall die Aufgabe bekommen, dadurch, dass ich dort vor Ort keine Werke hatte, an denen ich weiterarbeiten kann wie die anderen, habe ich die Aufgabe bekommen, dass ich ein großes A3-Blatt rein mit Formen und Strukturen eben füllen soll. Ja, wie eben schon gesagt, das hat mich am Anfang sehr frustriert, weil ich das Gefühl hatte, dass es mich nicht entsprechend fordert. Aber ich bin so froh, dass ich trotzdem da über meine Komfortzone hinausgegangen bin und nicht getrotzt habe und irgendwie was anderes zu machen. Und da ist dann, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich dafür 2 Tage brauche. Oder insgesamt, ich glaube, 6 Stunden oder so. Ich habe mich aber auch regelmäßig ablenken lassen.
Auf jeden Fall habe ich in der Kurseinheit dieses Bild hier erstellt, was halt einfach, ja, viel Struktur ist, viel einfach Formen. Und ja, ich bin auch echt super zufrieden. Also man hat mir auch für dieses Ergebnis gratuliert und sich gefreut und mir gesagt, dass ich zeichnerisch auf einem sehr hohen Level bin, was mich sehr gefreut hat, worauf ich mich immer noch ein bisschen aufgeil. Aber ja, da habe ich dieses Bild hier erstellt. Und Shoutout an die Person, die mir das gezeigt hat. Aber die hatten dort einen Drucker, mit dem man invertiert drucken konnte. Und ich habe dieses Bild invertiert nochmal gedruckt. Und ich liebe es. Ich liebe es. Ich hätte nie gedacht. Ich weiß auch nicht, also... Okay. Die invertierte Version. Es ist so cool. Warum ist diese Scheiße so cool? Hä? Ich lieb's einfach. Ich liebe es einfach. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit so einem Strukturbild von mir selbst so zufrieden bin. Weil ich habe früher schon in der Schule, habe ich solche Aufgaben abgrundtief gehasst. Wirklich zu dem Punkt, dass meine Eltern mal in die Schule kommen mussten. Ach, nee. Ich bin super happy. Ich hab dann noch mal ein paar andere Abzüge gemacht, mit denen ich aber nicht so happy bin. Da wurde mir auch der Vorschlag gemacht, ich soll einen Druck machen und mal gucken, ob ich den mit Tusche kolorieren kann, gewisse Teile. Das habe ich dann irgendwie in den letzten 10 Minuten, bevor der Kurs offiziell geendet hat, habe ich das dann noch irgendwie angefangen. Sieht eben entsprechend aus. Das ist auch die Version von dem Bild, welche mir am wenigsten gefällt. Das wäre einmal diese hier. Dann ein anderer Kurs, in dem ich war, mit dem ich eigentlich angefangen hätte. Also ich stelle euch jetzt hier die Sachen nicht chronologisch vor. Aber auch ein Kurs, in dem ich war eben dieses Kommunikationsdesign und Fotografie. Und ich sage gleich von vorne weg, ich habe keinen Plan von Fotografie. Ich kann Basic-Fotos machen. Es reicht so, um meine Bilder für Instagram oder so zu fotografieren. Aber das war es dann auch schon. Bilder machen war nie so meins. Aber Bilder machen war schon immer meins. Und da habe ich mit einem Fotografen gearbeitet, der mit mir ein Fotosign erstellt hat zum Thema Graffiti und Street Art. Auf jeden Fall sind wir dann einen Morgen durch eben Reutlingen gelaufen und haben dort verschiedene Stellen mit Street Art oder so interessanten Sachen eben fotografiert, um das dann eben in ein kleines Magazin zu verwursten. Das war der erste Entwurf, wo auch noch ganz viele Notizen drin sind zur Verteilung, zum Layout. Habe ich da hingeschrieben, dass ich die hier größer machen möchte. Genau, da habe ich dann eben hier nochmal eine Veränderung vom Layout eingetragen. Also einfach so ein grobes Konzept und was man eben da dann verbessern kann. Und dann gab es eben 3 Vordrucke auf verschiedenen Papieren. Und zwar einmal Cremefarben, einmal Eierschale und einmal Reinweiß. Und das sind eben die finalen Drucke, die ich dann eben mit meinen Fotos vom Street Art dann erstellt habe. Und ich glaube, ich habe mich dann auch ganz am Ende für das Reinweiße entschieden mit eben dem Abschnitt und habe jetzt eben mein eigenes Fotosign erstellt. Ich hoffe, ich werde euch da noch ein schöneres oder schönere Aufnahmen zeigen können, damit ihr euch das auch genauer angucken könnt. Genau, dann war ich auch noch eine Einheit im Produktdesign, wo ich habe es vorher schon angeschnitten, im 3D-Druck sein durfte. Da wurde mir gezeigt, wie ich 3D-Models erstelle mit eben der Software, die dort benutzen, und durfte dann einen Schlüsselanhänger designen. Und der hängt auch hinter mir. Ich habe mir ein kleines 3D-Modell eines Monstera-Blatts gemacht. Und das wurde eben dann noch am selben Tag von dem 3D-Drucker gedruckt und ich konnte es dann auch direkt mitnehmen. Und ja, ich habe einfach was 3D gemodelt und gedruckt. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Auf jeden Fall, da durfte ich diesen coolen Anhänger machen. Dann war ich auch noch eben in dieser Malklasse und da, ja,
war eben auch ein Stillleben aufgebaut, was wir dann auch aussuchen oder wo wir uns ein Motiv aussuchen durften und das dann halt eben malen sollten. Und da habe ich leider einen Kurs erwischt, die sehr fortgeschrittene Motive gemalt haben. Und also wirklich Kettensägen, zerbrochene Vasen, Kristallgläser und solche Sachen, halt einfach fortgeschrittene Sachen. Und ich, kleine arme Maus, hatte nur meinen Aquarellkasten dabei. Und wenn ihr mit Aquarell malt und schon Kristallgläser hört, dann glaube ich, graut's euch allen so ein bisschen. Und ja, ich hatte auch Angst, vor allem weil die Aufgabe war, dass wir den ganzen Spaß ohne Vorzeichnung malen sollten. Und dementsprechend sind auch meine Bilder geworden. Ich durfte mir dann später im Verlauf des Kurses dann auch Gouachefarben ausleihen. Da bin ich allerdings mit dem Bild nicht mehr fertig geworden. Aber ja, da habe ich... Es ist keine Glanzleistung von mir. Ich habe mich auf jeden Fall für das Motiv von den zerbrochenen Vasen entschieden. Und da ist dieses traurige Bild entstanden. Also es ist nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht gut. Also ich wurde da auch in dem Kurs tatsächlich von dem Dozenten gefrontet. Der meinte tatsächlich am Ende vom Kurs zu mir, dass er an sich von mir positiv überrascht ist, aber mein Bild trotzdem zwischendrin stärkere Momente hatte, als es halt jetzt der finale Moment ist. Und okay, und was ist das für ein Roast? Hallo? Es ist halt auch nicht mein bestes Bild. Also ich habe hier gerade auch andere Aquarellbilder liegen. So. Ja. Aber ich hatte natürlich auch nicht viel Zeit, um die Trocknungsphasen eben einzuplanen und habe sehr viel eben nass in nass gearbeitet, wie man unschwer erkennen kann. Und dementsprechend, ja, habe ich mich da, glaube ich, ein bisschen überschätzt. Ich glaube, ich hätte mich einfach für ein anderes Motiv entscheiden sollen. Oder man hatte auch die Möglichkeit, sich ein eigenes Motiv eben aufzubauen. Man musste sich jetzt nicht an die Sachen halten, die der Dozent dort aufgebaut hat. Aber ja. Ich zeige euch noch kurz das zweite Bild, was ich mit Gouache angefangen habe, wo ich auch irgendwie nur noch eine halbe Stunde Zeit hatte. Wie ihr seht, es ist nicht fertig. Aber ich war ja auch nicht da, um fertige Bilder zu erstellen. Also die Farben habe ich hier definitiv besser getroffen auf dem Bild. Ich finde, das wirkt einfach besser, weil es ist halt auch logischerweise fertig. Die Vase gefällt mir hier besser, hier gefällt mir der Rest besser. Da wirkt auch die Tischdecke einfach besser und ja. Sind jetzt beides nicht unbedingt Glanzleistungen von mir. Ich wurde dafür gefrontet, aber ich kann es mit Humor sehen. Dann war ich noch in einem Fotokurs. Da habe ich allerdings keine Bilder, die ich zeigen kann, weil ich habe tatsächlich mich bei diesem Kurs, das war freitags, habe ich mich rausgehalten. Aus dem Grund, dass ich einfach so übersättigt von der Woche war, weil ich halt teilweise in diesem Praktikum 10-Stunden-Tage hatte. Da war ich quasi dann morgens eben in einem anderen Kurs, eben in diesem Fotogestaltungs- oder in dem Kommunikationsdesign-Kurs, wo ich das Sein erstellt habe. Und dann war ich abends bis irgendwie um 6 im Grundlagenstudium. Und da ich halt eben die Woche über gependelt habe, war es halt sehr viel Zeit, in der ich unterwegs war. Also ich war jeden Tag dort mindestens 12 Stunden unterwegs und draußen und habe Kunst gemacht. Und dementsprechend war ich dann am Freitag so ein bisschen so einfach ein bisschen müde. Ich war übersättigt und wollte mich dann nicht noch irgendwie mit Kameras beschäftigen, obwohl ich noch nie fotografiert habe und dann noch Freitag, so wo ich eh schon so voll übersättigt war, nochmal irgendwie so was Neues anzufangen. Das war mir da ein bisschen zu viel, deshalb kann ich euch leider keine Fotos zeigen. Ich kann euch aber sagen, ich habe bei den Fotos oder für die fotografiert haben, habe ich mitgewirkt, habe assistiert, habe das Licht eingestellt, was auch ganz spannend war. Auch mal so ein bisschen so diese Assistentenrolle zu bekommen, da mal reinzuschnuppern, was auch ganz spannend war, was mich auch nochmal sehr positiv überrascht hat. Mir hat das Praktikum auf jeden Fall sehr viel mitgegeben. Ich konnte sehr, sehr viel für mich mitnehmen und eben auch für mich die Frage beantworten, ob ich Kunst oder Gestaltung, Design, wie auch immer, als Beruf verfolgen möchte. Und für mich ist die Antwort ganz klar ja. Ich habe in der Woche gemerkt, dass ich, wenn ich 24/7 kreativ sein kann,
eine ganz andere Belastung habe wie das, was ich jetzt mache. Ich habe es ja jetzt schon mehrmals gesagt, ich bin in dieser Woche gependelt. Ich war teilweise 2 bis 3 Stunden unterwegs. Ja, war eigentlich, mein Leben bestand in der Woche aus zum Praktikum fahren, Praktikum machen, heimfahren, was essen, duschen, schlafen, nächsten Tag zum Praktikum fahren. Und es hat mich nicht ausgelaugt. Es hat mich nicht ausgelaugt. Ich habe mich jeden Tag aufs Neue gefreut, wieder in dieses Praktikum zu gehen, wieder kreativ zu sein, wieder mit Menschen zu tun zu haben, die auch kreativ sind. Und das war für mich so der entscheidende Faktor, zu merken, ja, es ist was ich tun möchte. Es ist was mich nachhaltig weiterhin motiviert hält. Es ist nicht so wie in den anderen Sachen, die ich bisher gemacht habe, dass ich schon in der Woche, wo ich irgendwie angefangen habe, schon irgendwie so ein bisschen abgefuckt war, sondern es ist wirklich, ich kann mir diese Sache vorstellen, auch wenn es nicht genau das ist, was ich hobbytechnisch mache. Solange es was Kreatives ist, solange ich irgendwas Kreatives machen kann, dann kann ich das machen. Auch wenn die Umstände mit potenziellen Pendeln vielleicht beschissen sind, aber ich kann es machen. Ich bin abends immer noch in der Lage, Dinge zu tun, mich um mich selber zu kümmern und falle nicht wie eine Leiche ins Bett. Also dahingehend habe ich für mich den Entschluss gezogen, ja, es ist was ich verfolgen möchte, was mir wahrscheinlich auch sehr gut tun wird und ja, was für mich die richtige Entscheidung sein wird. Aber, es gibt ein Aber. Ich habe mich gegen das Studium entschieden. Warum auf einmal gegen das Studium, wenn ich doch insgesamt ein ziemlich positives Bild von eben einem Studium gekriegt habe und auch sehr positive Informationen zu den Studiengängen, die ich machen möchte. Warum habe ich mich jetzt doch gegen das Studium entschieden? Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, die Kunststudiengänge oder die kreativen Studiengänge haben halt alle so ihren Ruf. Und dieser Ruf wurde für mich in dieser Woche leider bestätigt. Es ist allgemein, die Leute sind unfassbar lieb. Es sind Leute, mit denen verstehe ich mich gut, da fühle ich mich aufgenommen. Es sind Leute, die dieselben Interessen wie ich verfolgen. Aber es ist einfach ein sehr elitäres Umfeld. Es ist ein sehr elitäres Umfeld. Du musst Geld haben, du musst bekannt sein, du musst Kontakte haben, sonst gehst du unter. Ja, es ist halt einfach... Ja, es wurden einfach sehr viele Klischees und sehr viele Sachen in der Richtung einfach für mich in dieser Woche bestätigt. Dass, wie gesagt, es ist einfach ein elitäres Umfeld. Man muss Geld haben, um in diesem Studium erfolgreich zu sein, um es sich überhaupt leisten zu können, dieses Studium zu machen. Ja, es ist halt einfach auch bei vielen Studiengängen eine sehr umstrittene Branche. Viele Teilnehmer in diesem Grundlagenstudium machen dieses Grundlagenstudium auch, weil sie davor abgelehnt worden sind an den Hochschulen, an denen sie sich beworben haben. Dieses ganze Mappending ist ja eh so eine Sache, die sich leider auch in dieser Woche bei mir nochmal als schlimmer rausgestellt hat, als ich schon dachte, dass es ist. Also wirklich aktiv auch von Leuten gesagt zu bekommen, dass sie im einen Jahr abgelehnt werden, weil sie keinen eigenen Stil haben, dann sich aufs nächste Jahr vorbereiten, entsprechend sich eben anpassen und dann wieder abgelehnt werden, weil es dann heißt, dass sie nicht mehr formbar sind. Es ist sehr einschüchternd zu wissen, dass du vor einem Mappe weder zu schlecht noch zu gut sein darfst und wirklich genau so die Mitte treffen musst und irgendwie auch keinen eigenen Stil haben darfst, aber trotzdem Stil, so einen Ansatz zu haben. Und ich weiß nicht, ob ich mich da anpassen möchte, ob ich da, was auch mein nächster Punkt ist, du musst halt einfach den Leuten ziemlich in den Arsch kriechen, so viel ich jetzt halt mitgekriegt habe, dass du halt auch in dem Studium dann erfolgreich bist. Es ist halt einfach so, Kunst ist eine subjektiv-objektive Branche. Es ist halt einfach, manche mögen deine Kunst, manche mögen sie nicht, was auch komplett okay ist, aber es beeinflusst halt trotzdem
dein Erfolg eben in dem entsprechenden Studiengang. Und wenn du einen Dozent hast, der dich scheiße findet, dann bist du auch scheiße bewertet. Das habe ich auch tatsächlich in meinem Praktikum im Grundlagenstudium gemerkt, dass die Dozentin einige Leute eben mehr mochte als die anderen und dann eben auch dort in den Leistungen halt eben entsprechend auch anpasst. Aber ich habe es auch bei mir gemerkt, dass dieses Konkurrenzverhalten durch diese Tatsache eben extrem hoch ist. Und das macht ein Kunststudium eben auch zu einer Schlachtbank, weil du wirst Kritik bekommen. Und die Kritik wird an den Hochschulen nicht so sanft ausfallen, wie es dort in diesem Grundlagenstudium war. Und da wurden einige schon teilweise sehr, ich sag mal, unter der Gürtellinie kritisiert. Wenn du da halt so ein bisschen zart beseitet bist und deine Kunst dir sehr am Herzen liegt und du es nicht differenzieren kannst, dann bin ich ziemlich sicher, dass das einen sehr kaputt machen kann. Ja, ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe, mich die ganze Zeit fertig machen zu lassen für meine Kunst. Dafür, dass ich dann am Ende einen Studientitel habe oder einen Bachelor-Titel habe, mit dem ich vielleicht relativ wenig anfangen kann. Dafür, dass ich 3 bis 6 Jahre irgendwelchen Leuten in den Arsch kriechen muss, um gute Leistungen zu erzielen. Ja, ich weiß nicht. Was ich auch die Woche über gemerkt habe, ist, dass die Leute an der Akademie, und ich weiß, dass es nicht nur dort vor Ort ist, sondern auch ein Ding eben an den Hochschulen ist. Die Leute nehmen sich selbst sehr ernst. Und ich kann verstehen, ich nehme meine Kunst auch teilweise vielleicht ernster, als ich es sollte. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es erwartet wird, dass man Kunst macht und dass man Kunst ernsthaft macht und dass einem so ein bisschen verwehrt wird, spielen zu dürfen. Ja, dass man einfach sehr, sehr darauf achtet, so deine Kunst muss irgendeinen höheren Zweck erfüllen. Und ich bin der Meinung, Kunst muss nicht mehr sein, außer Kunst zu sein. Kunst kann sprechen, Kunst kann Messages aussenden, aber es kann auch einfach Kunst sein. Also ja, ich hatte teilweise das Gefühl, dass viele ziemlich den Stock im Arsch hatten. Weniger von den Teilnehmern, und mehr von dem älteren Klientel, was dort war, die halt einfach so diese Kunstsache sehr, sehr ernst nehmen und einfach sehr wenig Spielraum für, ja, ein bisschen unseriösere Sachen lassen. Und ich weiß nicht, ob das meins ist. Ich muss aber sagen, ich bin dem Kunststudium nicht komplett abgeneigt. Ich weiß, ich werde irgendwann einen Studiengang im künstlerischen Bereich belegen. Das ist immer noch ziemlich sicher, dafür interessiere ich mich immer noch und das ist immer noch ein sehr großer Wunsch von mir. Aber nicht dieses Jahr. Ich habe mich tatsächlich jetzt dafür entschieden, eine Ausbildung im Grafikdesign zu machen. Dafür werde ich jetzt intensiver an der Mappe arbeiten. Ja, ich habe mich jetzt eben dafür entschieden, zuerst eine Ausbildung im kreativen Bereich zu machen und dann später da drauf zu studieren. Einfach weil, ja, ich kann es gar nicht richtig formulieren. Es ist halt einfach praxisbezogener, es ist nicht so ernst. Es ist einfacher reinzukommen und dort, wo ich mich jetzt beworben habe, ist es auch die meinten selber von sich, dass es eine holistische Ausbildung ist, die auch sehr darauf achten, dass du trotzdem deinen eigenen Stil behältst, aber dich trotzdem auch anpassen kannst. Also, dass du einfach flexibel arbeiten kannst. Und für mich ist das momentan einfach die bessere Version, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Stuttgart Illustration zu studieren und da dann irgendwie die ganze Zeit dafür gefrontet zu werden, wie scheiße ich doch bin. Stuttgart hat ja eh so ein bisschen einen schwierigen Ruf, wie ich es mitgekriegt habe. Und da ich momentan nicht aus Baden-Württemberg raus möchte und auch gerne dort eben studieren möchte, wenn es klappt irgendwann, ja, hat sich für mich eigentlich dieses ganze Studiending für dieses Jahr eigentlich erledigt. Also es ist nicht komplett abgeschrieben. Ich werde irgendwann in die Kunstrichtung studieren. Das habe ich in der Woche einfach gemerkt, weil es mir einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat. Das hat mich motiviert. Aber momentan, in meiner momentanen Situation, glaube ich nicht, dass es mich glücklich macht,
Dementsprechend, ja, werde ich jetzt die Ausbildung zur Grafikdesignerin machen und hoffe, dass es klappt. Ich wurde schon vorläufig angenommen. Ich muss jetzt nur noch die Aufnahmeprüfung bestehen und ja, hoffe, dass es eben in die Richtung klappt. Ach ja, die Frage nach dem Studium, ne? Wir kennen sie alle. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich noch großartig sagen soll. Es tut mir auf jeden Fall leid, wenn das Video ein bisschen chaotisch ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich solche Vlogs mache. Ich werde wahrscheinlich das Video auch irgendwann wieder archivieren oder auf ungelistet stellen, weil es einfach nicht so meine Art ist, vor der Kamera zu sprechen. Ich weiß, dass ich da auch nicht sonderlich gut bin. Deshalb verzeiht's mir, wenn es sehr chaotisch war, wenn meine Informationen ja einfach all over the place waren. Es ist einfach nicht so meins. Aber hey, wer weiß, vielleicht kann sich trotzdem irgendjemand da so seine Informationen rausziehen. Und ja, bleibt sicher, trinkt genug. Bis zum nächsten Mal und bis dann.